Moin, moin und herzlich willkommen bei Sandry. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, ich möchte euch heute meine Top 5 Honigparfums vorstellen. Es sind also Parfums, die mehr oder weniger eine intensive Honignote beinhalten. Und bevor wir mit dem ersten Kandidaten starten, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, denn mein YouTube-Kanal hat die 500er Abonnentenmarke geknackt. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen wenig sein, aber ja, mich freut das wirklich sehr, denn Parfums sind meine Leidenschaft und dann eben zu sehen, dass der eine oder andere mir folgt und auch meine Videos liked und kommentiert, das bereitet mir wirklich eine Freude und das kommt auch vom Herz, das meine ich so, wie ich es auch sage. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, nun starten wir aber mit Tiger Tiger von Francesca Bianchi, eine ganz großartige Parfümeurin und auch Nischenmarke. Ja, Tiger Tiger ist tatsächlich eben ein honigdominiertes Parfum. Und wir haben hier auch wirklich so einen sehr süßen, klebrigen, intensiven Honig. Dann haben wir eben auch noch Pfirsichmarmelade als Duftnote. Das passt sich natürlich eben so dieser süßen Honignote ideal an. Dazu haben wir dann auch noch diverse blumige Noten, also die sind auch recht präsent. Und wir bekommen dann tatsächlich auch eine recht intensive Ledernote. Dadurch ist diese ganze Duftkomposition natürlich auch recht speziell. Wir haben eben auf der einen Seite ja diesen süßen Honig, die süße Pfirsichmarmelade, dann wiederum diverse blumige Noten und dann eben aber auch eine sehr intensive ledrige Note. Und wie auch bei allen anderen Francesca Bianchi Parfums haben wir hier eine Animalik, die mitschwingt. Aber im Vergleich jetzt zu den anderen Parfums der Marke eben eher so mild und nur im Hintergrund. Es gibt ja einige Parfums der Marke, die wirklich eine sehr intensive und präsente Animalik haben. Und das ist hier in Tiger Tiger verhältnismäßig eben nicht der Fall. Schwingt eher nur so im Hintergrund mit. Es ist halt wirklich so ein pappsüßes Honigparfum mit einer ledrigen Note und mit einer angenehmen Animalik. Ja, wie eigentlich auch alle anderen Francesca Bianchi Parfums hält Tiger Tiger ja Ewigkeiten auf meiner Haut. Das Parfum ist ohne Probleme den ganzen Tag präsent. Die Sillage ist auch intensiv. Man nimmt das Parfum eigentlich die ganze Zeit wahr. Also das ist wirklich Qualität im Nischenbereich. Ich finde das Parfum wirklich toll. So, weiter geht es mit Topacolor von Christian Dior. Das Parfum hatte ich ja auch im Herbstvideo vorgestellt. Für mich eher unverständlich, dass es ja so relativ schlecht bewertet ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache, wie immer ist das Ganze subjektiv. Ich finde es aber aus mehreren Gründen ein ganz tolles Parfum, denn wir haben auf der einen Seite eben eine recht präsente Honignote. Auch hier ist die Honignote relativ intensiv und eben auch süß. Auch hier haben wir dann noch eine Pfirsichnote und eben auch eine Pflaumennote. Das sind natürlich zwei, ja, fruchtige, süße Noten, die sich natürlich dieser Honignote ideal anpassen. Dadurch ist das Parfum tatsächlich auch süß. Wir haben aber auf der anderen Seite eben auch einen, ja, recht starken Kontrast, weil wir wirklich eine sehr intensive und rauchige Tabaknote haben. Ja, und dadurch ist es auf der einen Seite halt sehr süß, aber auf der anderen Seite auch recht rauchig und würzig eben durch die Tabaknote. Ich finde die Duftkomposition wirklich interessant und eben auch toll. Und die Haltbarkeit ist auch wirklich überragend. Es hält an mir wirklich den ganzen Tag. Morgens aufgetragen riecht man das Parfum ohne Probleme, am Abend noch. Es hat auch wirklich eine starke Sillage, vor allem so in den ersten 4 bis 5 Stunden strahlt Topacolor wirklich sehr intensiv ab. Also für mich ist das wirklich ein rundum gelungenes, tolles Parfum. Ich kann es euch empfehlen. So, weiter geht es mit 40 Knots der Nischenmarke Xerjoff. So, einige werden sich jetzt wundern, denn man hört und liest immer ganz oft, dass es ja so ein frisches Parfum ist. Das empfinde ich etwas anders. Ich habe das ja auch schon öfter in meinen Videos gesagt. Natürlich hat 40 Knots für mich auch etwas Frisches. Hier gibt es eine Meeresbrise, was ich so eben mit einer gewissen Frische assoziiere. Dann haben wir auch eine leicht salzige Note. Das ja geht tendenziell eben so ins Maritime. Ich finde aber, dass die Honignote tatsächlich hier der Mainplayer ist.
Die Honignote in 40 Knots ist jetzt nicht so intensiv wie eben zum Beispiel in Tiger Tiger oder in Topacolor, aber schon in der Kopfnote empfinde ich ja eben eine recht präsente Honignote, die dann auch im Duftverlauf, vor allem im Dry Down, dann immer süßer wird. Eben durch diese Honignote empfinde ich 40 Knots als eher weniger frisch. Natürlich haben wir eben diese maritime Note, diese salzige Note, diese Meeresbrise, aber wir haben eben auch eine recht präsente Honignote. Es ist aber ein ganz wundervolles Parfum. Wie gesagt, bei weitem nicht so süß wie die anderen beiden Parfums, die ich schon vorgestellt hatte. Die Haltbarkeit ist sehr gut, die Sillage ist sehr gut. Man hat eine wirklich tolle Duftaura. Das Parfum kommt auch sehr gut im Umfeld an. Man bekommt Komplimente. Also auch dieses Parfum kann ich euch wirklich empfehlen. So, weiter geht es mit Orjan, der Nischenmarke Parfums de Marly, einer meiner Lieblingsdüfte der Marke. Es ist so lecker, kann man schon fast sagen. Es ist gourmandig, es ist süß. Und ja, auch hier ist einer der Main Player eben die Honignote. Ja, und die Honignote ist auch recht präsent. Die riecht man für mein Empfinden auch klar und deutlich heraus. Dann haben wir auch noch eine richtig schöne, ja, würzige, leckere Zimtnote, was sich natürlich auch wiederum dieser Honigsüße ideal anpasst. Dazu bekommen wir dann auch noch Vanille und Tonkabohne. Ja, das sind eben auch wieder zwei Duftnoten, die ideal zum Honig und zum Zimt passen. Es geht eben in die süße, gourmandige Richtung. Ja, ich habe es ja auch schon in meinem Parfums de Marly Video gesagt. Es ist für mich ein ideales Parfum für die kalte Jahreszeit. Wenn es draußen kalt ist, ungemütlich ist, wenn es auch so Richtung Winter und Weihnachten geht, da passt Orjan einfach perfekt rein. Es ist ein ganz tolles Parfum. Haltbarkeit und Sillage überragend. Also aufgrund der Süße ist es natürlich auch sehr präsent. Man ist von so einer gourmandigen Duftaura umgeben. Also Orjan ist eine ganz klare Empfehlung. Ja, unschwer zu erkennen geht es mit Naxos von der Nischenmarke Xerjoff weiter. Auch dieses Parfum kam ja in meinem Herbstvideo vor. Ja, wenn es um das Thema Honig geht, dann darf Naxos natürlich nicht fehlen. Die Honignote ist hier ganz klar präsent und einer der Main Player. Dann bekommen wir aber auch hier noch eine schöne Prise Zimt, passt wieder ideal eben zu dieser Honigsüße. Dann haben wir noch die Tonkabohne, Vanille und eine richtig tolle und angenehme Tabaknote. Ja, und ich denke auch, dass ich gar nicht mehr so viel zu Naxos sagen muss. Es ist halt ein Honig-Vanille-Tabak-Parfum. Einer der schönsten Düfte überhaupt für mich. So, und ich möchte auch gar nicht wieder großartig mit dem Thema anfangen, aber Naxos hält auch nach der Reformulierung gut. Vergleicht nicht immer mit irgendwelchen Batches von damals. Ja, manche tun einfach so, als ob sie so im Alltag mit der Stoppuhr durch die Gegend laufen und wirklich immer vergleichen, und das macht doch in der Regel kein Mensch von uns. Wir haben doch alle einen Alltag, wir gehen doch in der Regel alle arbeiten. Und da achtet man doch nicht permanent irgendwie auf den Duft und vergleicht dann irgendwie mit Batches von damals und schaut immer auf die Uhr. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Naxos nach der Reformulierung hält locker einen Arbeitstag durch. Das ist doch toll, das ist doch wichtig. Ob es jetzt eine Dreiviertelstunde länger oder weniger hält und ob die Sillage jetzt 10 oder 20% stärker oder schwächer ist, das spielt doch absolut keine Rolle. Also mal ganz ehrlich, im Alltag ist das doch nicht wichtig. Aber es ist eben auch nur meine Meinung und meine Sicht auf die Dinge, Batches, Reformulierung, Haltbarkeit und so weiter und so fort. Das kann jeder anders sehen, jedem das seine. Ja, wir sind auf jeden Fall durch für heute. Das waren meine Top 5 Honigparfums. Du kannst ja gerne mal kommentieren, welche Düfte du noch hast, die Honig als Duftnote beinhalten. Ich bin gespannt. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und wir hören uns demnächst wieder.